Der Anfang vom Ende. Heute habe ich was ganz Spezielles für dich vorbereitet. Und gerade wenn du mir noch nicht so lange folgst, ist das ein absolutes Highlight. Gerade wenn du dich für das Auswandern interessierst. Wir haben nämlich das 4-jährige Jubiläum raus aus Deutschland letztens gefeiert. Und ich möchte dir hier gleich einen Einspieler reinbringen, der ein bisschen Rückblick zeigt und uns so ein bisschen in der Vorbereitung des Ganzen zeigt, was für Hürden wir hatten, auch mit dem Hund und die kleinen Kinder, wie groß sie jetzt doch geworden sind. Also es ist wirklich super spannend, also schau dir das unbedingt an. Es ist wirklich heftig. Vor allen Dingen, die meisten werden das noch nicht gesehen haben. Guck dir das an, wie ich aussehe zu diesem Zeitpunkt. Du wirst mich nicht wiedererkennen. Und lass mir unbedingt auf jeden Fall deine Meinung da. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Schießen wir los. Ja, meine Freunde, wir müssen uns natürlich auch so vorbereiten, aber natürlich auch der Hund muss vorbereitet werden. Psychisch wie auch körperlich natürlich, ganz klar. Und wir haben ihm ja eine Transportbox besorgt. Und das ist natürlich schon ein ganz anderes Bild als sonst. Und dementsprechend muss er sich daran gewöhnen. Und heute nach dem zweiten, dritten Tag ist er jetzt mal reingegangen und wir haben das erste Mal jetzt auch die Tür zugeschlossen. Aber wir lassen ihn nicht alleine, noch nicht, und dementsprechend das aus. Da ist der Cookie. Ja, das ist schon Wahnsinn. Aber danach wird's wieder schön sein. Okay. Ja, meine Freunde, heute 30.01.21. Ja, ist 20:50 Uhr schon. Das war das Wohnzimmer und das ist bislang das, was wir verschicken werden, beziehungsweise mit dem Schiff verschiffen werden. Hinten steht ein Sofa. Ja, das kann man alles schwer erkennen jetzt hier, aber ja, geht richtig gut ab hier. Das ist Baustelle. Hier geht's hoch. Boom. Ja, und so sieht die Skaterbahn aus. Total verschneit. Hier kann man nicht mehr scooten oder skaten oder Roller fahren. Wir sind damals im Februar 2021 ausgewandert in den Hochsommer. Heute 4.2., ein Tag vor Abflug. Letztes Mal hier. Lorup Center. Ja, das war's. Ich glaube, wir werden uns nie wiedersehen. Über 2 Jahre später stand ich wieder da. 4.2., ca. 23 Uhr. Morgen reisen wir ab. Und wir müssen noch Koffer packen. Wir sind alle fix und fertig. Ja, liebe Freunde, es ist 5. Die Haare. Und es ist jetzt, glaube ich, 3:30 nachts. Also wir stehen jetzt eigentlich gleich wieder auf. Dann hole ich den Leihwagen und dann packen wir ein. Und dann sind wir ganz flexibel, ganz spontan und eventuell buchen wir noch einen Koffer dazu, wenn es nicht ausreicht, beziehungsweise wenn Platz da ist. Und genau, ich zeige euch mal jetzt, wie das hier aussieht. Das wird dann alles verschifft in unserer Abwesenheit. Genau. Da ist Mandana. Auch fix und fertig. Cookie hat sowieso keinen Bock mehr. Genau. Yes. Ja, meine Freunde, wir sind jetzt startklar. Es ist der 5.2., circa 10:30 Uhr. Sind ein bisschen gut in der Zeit, nenne ich es mal, und fahren jetzt los und ich merke die Anspannung, es ist da, Aufgeregtheit, aber auch Freude, voller Fokus. Ich bin jetzt der Fahrer, erstmal nach Frankfurt von Hamburg, wenig geschlafen, aber ich fühle mich topfit, ich könnte Bäume ausreißen. Alles klar, wir sehen uns dann dort am Flughafen. Ja, meine Freunde, wir sind unterwegs. Bevor wir losgefahren sind, eigentlich sind wir jetzt an der Tankstelle, holen jetzt erstmal einen dicken, fetten Kaffee und dann sehen wir uns auf der Autobahn oder halt sonst wo. Das muss man in deinen Schuhen verschauen. Mama, ich weiß, was gut ist.
wenn es Essenszeit ist, rufen sie es, glaube ich, aus. Und dann kann man hier entscheiden, was man essen will. Cookie war immer dabei. Ja, meine Freunde, angekommen. 6.2.2021. Ganz krass, Sao Paulo. 20 Grad schon. Richtig cool. Okay, bis später. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn, Leute. Das ist so heftig. Diejenigen, die mir schon lange folgen, die kennen gewisse Szenen natürlich. Es gibt Menschen tatsächlich, die folgen mir seit so vielen Jahren schon. Und ich bin so dankbar dafür, dass es Menschen in der Community gibt, die auch das miterleben durften. Wir haben das Ganze natürlich rückwirkend dann hochgeladen, weil wir innerhalb von 5 Wochen damals alles organisiert hatten. Wirklich krass. Wir haben die Firma aufgelöst. Wir haben sämtliche Sachen aufgelöst, Verträge gekündigt, dann am Ende natürlich die Abmeldung per E-Mail, das Ganze ganz entspannt damals schon gewesen. War ja damals auch die Gesundheitskrisenzeiten und das war schon wirklich sehr, sehr heftige Zeit auf jeden Fall. Und alleine aus dieser Erfahrung kann ich natürlich sehr viel berichten, dass ich das aus heutiger Sicht natürlich sehr amateurhaft fand, wie wir es damals gemacht haben, aber für das, dass wir es innerhalb von 5 Wochen, und das musst du dir mal reinziehen, 5 Wochen gemacht haben, war es heftig. Aber auch das ohne Hilfe hätten wir natürlich nicht geschafft, weil ihr habt gesehen, das Wohnzimmer, es war vollgestellt, immer noch mit den ganzen Möbeln, mit dem Hausrat sozusagen, was wir in den Container hätten packen müssen noch. Das wurde dann übernommen für uns und haben dann quasi den Container erwarten dürfen. Und über Umwege ist der dann natürlich in die Türkei gekommen. Also Tipp von mir definitiv, hol dir keinen Container. Wenn überhaupt, mach dir nur eine Beiladung als Tipp, wenn du auswandern möchtest. Für die wichtigsten Gegenstände, wenn überhaupt. Weil, ganz ehrlich, egal ob du zum Beispiel nach Paraguay gehen solltest, in die Türkei oder nach Dubai, selbst nach Philippinen, nach Thailand, ganz egal. Es wird dort Möbelgeschäfte geben. Dort kannst du dich komplett neu ausstatten. Das bedeutet, spar dir die Tausende von Euros. Und das waren teilweise ein 5-stelliger Betrag mit Türkei und alles hin und zurück. Also wirklich crazy, Leute. Spar dir das ganze Geld und kauf dir lieber dann neue Möbel in dem jeweiligen Land, wo du einfach leben möchtest. Ja? Und vor allen Dingen kenne auch das Land, was du bereisen möchtest. Und wenn zu mir einer sagt, ich war 2 Wochen im Urlaub dort und ich will da unbedingt leben, nein, glaube ich ihm nicht. Also ich hoffe, dir hat das Video Spaß gemacht, diese Einblicke mal von uns nochmal zu sehen. Du kannst mir auf sämtlichen Plattformen natürlich folgen, Videobeschreibung abchecken, dort findest du sämtliche Kontaktdaten zu uns. Und wenn es Fragen gibt, einfach mich anschreiben, privat oder auch natürlich deine Meinung in den Kommentaren da lassen. Und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Und ja, es sind 4 Jahre jetzt her und diese Zeit ist sehr schnell verflogen. Die Kinder sind echt groß schon, haben Sprachen gelernt. Also es ist wirklich absoluter Wahnsinn. Und die Erfahrung kann uns keiner nehmen. Wenn du so ein Video feierst und mehr solcher Videos sehen möchtest, mit so einem geteilten Bildschirm sozusagen, lass es mich unbedingt wissen, weil dann kann ich darauf auch aufbauen. Ich freue mich sehr auf dein Feedback. Beste Grüße aus Alanya, aus der Türkei. Dein Markus.